Hallo, ich bin Robert und ich bin hier gerade bei über 30 Grad im Schatten am Schlossberg unterhalb der Festung Marienberg in Würzburg. Und ich möchte mit diesem Video hier eine kleine Videoreihe einleiten, in der ich Würzburg ein wenig vorstelle. Und zwar Würzburg aus meiner Perspektive. Es soll hier ja nur am Rande um die schönsten Touristenattraktionen gehen. Die gehören zur Stadt, klar, und die machen auch einen Teil von der Schönheit der Stadt aus, deshalb werde ich sie auch zeigen. Aber es soll ein persönlicher Blick werden auf die Stadt. Wie ich die Stadt wahrgenommen habe in den 7 Jahren, in denen ich hier wohne. Ich interessiere mich schon für Geschichte, Kultur, Architektur. Das wird auch mit einfließen, aber es geht vor allem um das normale Leben, das normale Wahrnehmen der Stadt, wenn man hier als Bewohner der Altstadt unterwegs ist. Das ist ja etwas, was man in einem Kurzurlaub hier ein paar Tage in Würzburg gar nicht mitbekommen kann. Ich habe eigentlich den Anspruch, na gut, das werde ich kaum schaffen, den Charakter der Stadt so ein bisschen anzufangen. Und ein bisschen abseits des normalen touristischen, was von der Stadt heute zu zeigen, die Stadt in der Gegenwart. Dann viel Spaß und lasst euch überraschen. Zum allerersten Mal in Würzburg war ich im Januar 2012. Links, das bin ich im Zug auf dieser Zugfahrt, und rechts ist mein erstes Foto von Würzburg. Das war der Stein aus dem Zug heraus. Denn als Flachlandbewohner hat mich der ganz schön fasziniert, also so direkt neben dem Bahnhof, berghoch. Es gab da noch die alte Unterführung. Mittlerweile gibt es da noch so einen Rest, und ich bin dann durch die Halle auf den Bahnhofsvorplatz. Hier habe ich bestimmt erstmal eine geraucht. Sah hier noch ein bisschen anders aus. Hier gab es solche kleinen Shops links und rechts, und die gibt es auch nicht mehr. Dann bin ich hier durch die Kaiserstraße mit meinem Koffer. Die sah damals auch noch anders aus. Ich glaube, da haben auch noch Autos geparkt. Mittlerweile ist das ja alles ebene Fußgängerzone hier. Mein erster Gang durch die Stadt führte mich, wie in diesen Bildern hier, an den Straßenbahnschienen entlang. Ich musste in die Ursulinergasse. Vielleicht wurde ich auch sogar abgeholt, ich weiß es nicht mehr genau. Ich hatte jedenfalls keine Ahnung von der Stadt. Es war auch Winter, also anders als hier im Sommer. Und ich wollte nach der langen Fahrt, nach mehreren Stunden, nur erstmal ankommen.
Dadurch habe ich die Stadt kaum wahrgenommen. Also ich kann mich da nicht wirklich dran erinnern. Ich habe nicht die Geschäfte, die Plätze und die Gebäude wahrgenommen. Ja gut, es war eine komplett neue Stadt für mich. Dieser Weg hier ist übrigens auch der typische Weg, wenn man durch die Altstadt geht. Das ist die Geschäftstouristenstraße. Ja, und hier haben wir auch die Domstraße mit dem Rathaus, dem Grafen Eckhard. Also das ist der Turm hier vorne, der kleine Abschnitt, der älteste Abschnitt. Das Gebäude in der Ursulinengasse, dort wo ich hingegangen bin, ist mitten in der Altstadt. Das Rathaus ist direkt um die Ecke. Es war 2012 ein etwas heruntergekommenes Wohnheim, so würde ich sagen. Küche und Bad waren gemeinschaftlich. Mittlerweile wurde das komplett modernisiert und ist bestimmt um ein Vielfaches teurer geworden. Ich bin in gut eine Woche geblieben, war noch auf der Festung, auf der alten Mainbrücke und am Ende gab es zum Abschluss des Besuchs mit den geringen finanziellen Mitteln eines Studenten noch ein schönes Essen in der alten Mainmühle. Das war Hirschfilet mit Schupfnudeln. Die Gesichter der Altstadt. Hier in einer Kurzfassung, denn dazu kommt noch ein ganz eigener Teil. Die Einkaufsstraßen, die Bar- und Clubansammlungen, die schmalen Gassen, die typischen Wohngegenden und schließlich die großen Institutionen. Das zeige ich alles an 5 ausgesuchten Orten. Das Herz der Altstadt sind eigentlich die Einkaufsstraßen mit den vielen Geschäften, Restaurants, Cafés und historischen Gebäuden. Es gibt zwar auch die großen Handels- und Restaurantketten wie überall, aber die Altstadt von Würzburg ist auch mit vielen kleinen inhabergeführten Geschäften durchmischt. Das ist mir schnell positiv aufgefallen. Alles ist sehr belebt, viele Leute sind unterwegs. Wenn die Tourismussaison dazu kommt, laufen überall noch Menschengruppen umher, geführt von ihren Tourguides. Der Dominikanerplatz ist ein schönes Beispiel für die Einkaufsstraßen. Hier kommen Unmengen an Leuten vorbei, Geschäfte über Geschäfte und Restaurants und mit der Augustinerkirche als architektonisches Highlight. Sie steht am Dominikanerplatz und nicht in der Augustinerstraße, die es auch in der Altstadt gibt. Denn die heutige Augustinerkirche war früher die Dominikanerkirche. Das ist für mich immer noch etwas verwirrend. Von dem Platz gehen einige Gassen ab, in denen man auch Essen, Trinken und kleine Geschäfte findet. Der Platz hat auch einen Brunnen, über dessen Schönheit lässt sich streiten. Es ist ein Relikt der Moderne aus den 1970ern. Auf meiner Aufnahme sprudelt das Wasser grün. Das liegt an den Algen, die sich dort eingenistet haben. Man könnte aber meinen, die Farbe ist so gewollt. In der zentralen Altstadt, also da wo die Einkaufsstraßen sind, um den Markt und Dom herum, ist in der Nacht fast gar nichts los. Es gibt aber außerhalb dieses Tagbereichs mehrere, ich sag mal, Ansammlungen von Bars und manchmal ist auch ein Club dort, ähm,
Und die größte von diesen Ansammlungen ist die Sanderstraße. Links und rechts gibt es mehrere Bars, die auch immer ziemlich voll sind. So voll, dass viele Leute auch in kleinen Trauben draußen stehen, wie zum Beispiel vom Noma. Also die Straße ist breit, es gibt aber nur eine Fahrbahn für Autos und der Rest ist für die Straßenbahn reserviert. Also sehr freundlich für Leute, die aus der Bar torkeln. Die Innere Pleich ist ein kleiner Stadtteil innerhalb der Altstadt. In den kleinen Gassen kann man noch ein wenig das alte Würzburg vor der Zerstörung im Krieg erahnen. Es gibt mittelalterliche Straßen- und Gebäudeproportionen und relativ viel historische Fassaden, besonders in einem Bereich. Die Kirche in der Mitte der Pleich finde ich interessant. Sie steht ganz frei, man kann sie einmal umrunden. Die innere Pleich ist auch fast wie eine Insel. Wer durch die Stadt geht, kommt kaum zufällig hierhin. Die meisten gehen an den größeren Straßen um die Pleich an ihr vorbei. Deshalb ist es hier auch ziemlich ruhig, auch wenn in der Stadt viel los ist. Trotz dieses Charakters sind die Gebäude aber aus der Nachkriegszeit. Neben dem Bereich, der historisch anmutet, gibt es ganze Straßenzüge, die bis auf die Kassenform gar nichts Historisches mehr an sich haben. Na gut, die Garagentore auf der Bodenebene zeugen auch schon von alten Zeiten. Aus der Moderne in den 50er, 60er, 70ern, als die Städte vor allem für Autos gebaut wurden. Man könnte meinen, mein nächster Ort, die Kapuzinerstraße, ist der inneren Pleich ziemlich ähnlich. Aber nein, hier bin ich zuerst mal mit dem Fahrrad unterwegs und zweitens sind die Straßen in dieser typischen Wohngegend der Altstadt deutlich breiter und die Gebäude auch größer. Das sind einfach keine mittelalterlichen Proportionen mehr. Da wurde in der Gründerzeit was gebaut. Hier stehen aber auch historische Fassaden direkt neben Nachkriegsbauten. 1945 war hier alles ausgebrannt und teilweise hatten wir die Fassaden erhalten und teilweise alles abgerissen und einen typischen 50er-Jahre-Bau hingestellt. Das wechselt sich auch immer wieder ab. Zuletzt geht es um die Gebäudekomplexe, in denen sich die Institutionen befinden. Das sind Unigebäude, Behörden, Gerichte, kirchliche Verwaltung, ja gut, oder auch die Kirchen selbst und auch Krankenhäuser. Das alles befindet sich meistens in großen historischen Gebäuden, manchmal auch mit Anbauten aus der Nachkriegszeit. Hier zeige ich das Julius-Spital. Das Hauptgebäude wurde in der Architektur-Blütezeit von Würzburg gestaltet. Und auch wegen dem kleinen Park in der Mitte ist es ein besonders schönes Beispiel für eine der großen Gebäudekomplexe in der Altstadt. Es ist ein Krankenhaus, aber ich verbinde mit dem Julius-Spital weniger die Notaufnahme oder die Krankenwageneinfahrt, sondern vor allem den öffentlich zugänglichen Park. Das Krankenhaus hat eine lange Tradition. Es wurde vor Jahrhunderten durch den Würzburger Fürstbischof gestiftet als Krankenhaus für Arme.
Soweit ich weiß, aber nur für katholische Arme. Der Fürstbischof wollte ja schließlich die Protestanten aus der Stadt drängen. Wichtig ist zu wissen, dass der Stiftung damals auch Weinberge übertragen wurden, um den Betrieb zu finanzieren. Diese Verbindung gibt es noch heute. Und zwar ist das Julispital heute ein normales Krankenhaus, aber auch eines der größten Weingüter Deutschlands. Ich glaube, das zweitgrößte. Unter den historischen Gebäuden gibt es einen riesigen Weinkeller und es gibt oben auch eine Vinothek und ein Restaurant. Was fällt einem hier wohl auf? Die Gebäude, die Gleise, der Zug oder die Straße, das ist alles nichts Außergewöhnliches. Im Hintergrund sieht man allerdings grün. Dort ist der Steinberg. Der Stein ist in der nördlichen Altstadt allgegenwärtig, wenn man in die Ferne blickt. Immer wieder sieht man ihn zwischen den Häusern. Er gehört einfach dazu. Im Stadtbild und auch im Selbstverständnis als Weinstadt. Der Stein ist wohl die bekannteste Weinlage in der Region. Am gesamten Hang Richtung Stadt, also nach Süden, stehen Weinreben. Im Mai fangen die Trauben an zu wachsen. Über den Juni, Juli und August wachsen sie dann weiter bis zur Weinlese etwa September. Man kann hier auch die ganzen Arbeiten im Weinberg beobachten. An kleinen Tafeln an den Mauern und Schildern am Wein kann man sehen, welche Weingüter hier vertreten sind. Das sind die drei großen in Würzburg. Das Julispital, das Bürgerspital und der staatliche Hofkeller. Gleichzeitig verbringen Leute hier ihre Freizeit. Sie joggen, spazieren, picknicken, lesen oder sitzen einfach nur. Das tun sie hier nicht nur wegen den typischen Weinbergswegen, den Treppen, Terrassenmauern und so weiter. Zwischen den Weinstöcken, etwa 100 Meter über dem Main, hat man auch einen guten Ausblick auf die Stadt. Man sieht den Bahnhof und die Züge, von denen alle paar Minuten welche fahren. Die ganze Altstadt mit ihren Kirchtürmen, den Main mit den Brücken und viele der altstadtnahen Stadtteile. Alles mitten aus den Weinreben heraus. Oben gibt es Bäume und dazwischen auch den örtlichen Bismarckturm. Und wie bei einem Gemälde umrahmen die Bäume an dieser Stelle die Altstadt. Also ich wünschte, meine Handykamera hätte einen besseren Zoom. Es gibt hier in der Nähe auch einen offiziellen Aussichtspunkt, das Terroir F. Als Terroir bezeichnet man das Zusammenspiel von Wein, Klima, Boden und dem Winzer. Aber viel interessanter finde ich, was man direkt unten beobachten kann. Den Bahnhof mit seinen Zügen, die ständig fahren, weil Würzburg auch ein wichtiger Knotenpunkt ist. Hier fahren die BMWs und Audis aus den bayerischen Werken in die Autohäuser des Nordens und an die Nordseehäfen. Von dort aus gehen dann deutsche Premium-Autos in die ganze Welt. Güterzüge, die in der Gegenrichtung unterwegs sind, bringen natürlich Volkswagen in den Süden. Also im direkten Vergleich liegt mir das Pathos einer Industriekultur näher als so ein Wein- und Literaturaussichtspunkt.
Auch im Lebensraum Weinberg selbst kann man einiges beobachten. Schnecken, Käfer, Schmetterlinge, Schnapsdrosseln. Also auch am Abend und in der Nacht gibt es hier Leute, die hier zum Beispiel mit den Autos hochfahren, sich hinstellen und den Abend genießen. Mitten in der Nacht war ich ganz oben auf den Stein, eigentlich nur einmal. Also der Bahnhof, der fällt auf, der ist ziemlich hell erleuchtet. Nur die Altstadt, die ja direkt vor einem liegt, ist dunkel. Ich denke mal, das liegt daran, dass in der Altstadt die Straßen so eng sind und deshalb gibt es oft nur so kleine Lichter, die über die Straße gespannt sind. Also nicht wie in anderen Stadtteilen Lampen links und rechts an der Straße. Das wirkt viel eindrücklicher. Oben auf dem Steinberg, schon von Weitem sichtbar, befindet sich das Hotel Steinburg. Es ist zwar etwas teurer, dafür ist man unter sich. Also es ist schon gehobene Klasse. Ich war zweimal drin zu Kaffee und Kuchen. Also auf jeden Fall die Terrasse ist sehr empfehlenswert. Da hat man einen sehr schönen Ausblick. Und jetzt geht es auch schon wieder hinunter. Auf meiner Lieblingstreppe. Denn hier wächst zwar viel Unkraut zwischen den Steinen, aber man hat ja Platz. Und beim Runtergehen hat man einfach eine schöne Perspektive. Am Fuß des Steins Richtung Stadt, dort wo auch der Main entlang fließt, finde ich es ganz eindrucksvoll lang zu fahren. Zwischen dem Berg und Main sind eine mehrspurige Straße und Schienen zusammengezwängt. Fußgänger und Radfahrer sind genau in der Mitte. Links Autos, die mit etwa 100 da fahren und rechts Züge, manchmal auch ein Schiff. Der ganze Verkehr und die Infrastruktur nimmt dem Stein zwar ein bisschen die Romantik, dafür gibt es aber viel zu beobachten. Ja, alle paar Minuten fährt ein Zug, Regionalzüge, Fernzüge oder Güterzüge. Und hier endet auch der Steinbergtunnel. Die ICEs aus Richtung Norden fahren durch den Steinberg und dann über die Brücke da vorne zum Bahnhof. Und damit schließt sich auch der Kreis zu meiner Eingangsszene mit der Zugfahrt. Übrigens, ich werde die Videos nach und nach erstellen. Also kommentiert fleißig, um mir ein Feedback zu geben, was ich vielleicht besser machen kann. Das wäre sehr nett. Vielen Dank.